So I was there for 10 years. There's a lot in common between Las Cruces and CDF, except that CDF is an order of magnitude bigger. So it's a much more complex and multifaceted organization and research station. So it's a really big challenge. I did in between Costa Rica and here, I was based at the University of Hawaii. So I took a position there as director of their Arboretum, which is also a research unit of the University of Hawaii at Manoa. And I was there for close to 4 years. I wasn't planning on leaving anytime soon. Although, my heart and soul has always been in Latin America. So, my connection, all my research is in this part of the world. But I just considered this to be too exceptional of an opportunity not to turn my life upside down all over again and come here. So here I am, and it's a pretty incredible experience so far. The more I learn about CDF and what it does, the more I'm amazed about the institution and how complex it is, and all the research that's going on here, often with limited resources and incredible bureaucracy. So it's really an incredible institution. And I guess the biggest question that I've had since I started the interview process and going through even now is, why is CDF not better known than it is, given what it does in Galápagos and given the presence of Galápagos? It as an institution, it does. You can look at other organizations in the near tropics, such as the Smithsonian Tropical Research Institute or Organization for Tropical Studies, and their spread and sort of imprint is more present than CDF. And there's no real, I don't have an answer except to say that all the ingredients are here and then some. So, most of these other institutions are focused on terrestrial work or some kind of specific aspect. Here you've got everything, and it's all under one roof. You've got marine, you've got terrestrial, you've got, a unique, iconic archipelago with all kinds of incredible research questions and that have been looked at for decades. So I really, one of my main goals is really to sort of shine a spotlight on CDF over the next few years and really try and increase that visibility in the research and academic world. One of the ways I've been thinking about doing that is with increased collaborations. So, UH and Hawaii in general is like a parallel universe to Galápagos. And I know there've been some research projects that have been done in both, but really a strong connection between these two organizations would be, in my mind, a really fantastic sort of collaboration going forward, because there's a lot to be learned from what happened in Hawaii, what is happening in Hawaii in terms of invasive species, in terms of loss of natives, in terms of many of the different threats and challenges that are faced in sort of really isolated archipelagos. And then the flip side is what can Galápagos share with Hawaii in terms of how they've managed to keep this place in pretty good shape, certainly when you compare it to Hawaii. So there's a lot to be learned between those two. So that's just sort of some of my thinking. I of course want to strengthen scientific research here, bring in more scientists. One
low-hanging fruit, as I think of it, is sort of building up a postdoctoral fellowship program here, where you could have postdocs coming in for a couple of years and helping analyze and process the mountains of data that are generated in CDF with not enough hands on deck to be able to get this information out in the public's realm. So those are some of my ideas. I'm happy to talk in more detail or answer any questions. I know you've all supported specific projects here, which is fantastic. And also, Biomar, for example, which is really close to completion. That's a huge game changer for CDF. And I would be happy in another occasion to give a visual slideshow of the facilities, and it's really quite remarkable. So I'd be happy to do that on another occasion. But I'll stop there so I don't take up all the time, and be happy to field questions as they come. So thank you very much. Thank you very much, Rakan, for your thoughts on this. And yes, we would gladly take you up on the offer to one day show us what Biomar now looks like in another meeting. For those of our members who are not familiar with the Biomar abbreviation, it's the Marine Biology Laboratory at the Charles Darwin Foundation in Puerto Ayora. So we have plenty of time for questions. If anyone has a question, please unmute yourself and start speaking, or you can write in the chat and then I will try and call you up, or you can raise one of your hands electronically, although to be honest, it's not so easy for me to see your hand. So please just make yourself known in one way or another. And maybe I can ask Rakan, while you find your unmute buttons or your hands or write in the chat, I'll just ask Rakan a first question. And that is, to what degree do you think, so you mentioned STRI, so the Smithsonian Tropical Research Institute in Panama, and OTS, the Organization of Tropical Studies in Costa Rica, as alternative or other organizations that seem to have somewhat a more visible imprint. To what degree do you think this is because they teach courses and so have a lot of students come through these organizations? Yeah, I think that's a great question, and that's a core part of what both institutions do. So and certainly I can speak for OTS, having worked there for 15 years. The courses, are transformative for students, and students come out the other end, and it leaves a marked impression on them for the rest of their career, as well as connections with colleagues and so on. And so you have this core group of people that just continues to build over time, that really come back time and time again to support the institution that gave them this sort of transformative experience. I mean, so many people who work for OTS or are on the board or are on some kind of committee were at one point an alum student, and some became tropical biologists because of OTS. So I think that's a huge part. And then there's a two-tiered process there. I think OTS is similar to CDF in the sense that it's an NGO and doesn't have underwriting by a major funding source, whereas STRI is part of Smithsonian, and so they've always financial security or worries have never been an issue there. I mean, I'm sure they've been ups and downs, but overall that's considered one of the key research units of the Smithsonian, and so it's well funded and supported, and likewise as a result can bring in really strong researchers with in many cases
their salaries funded, which is not the case here. So, you know, that's a big impediment to research at CDF, and something that I think is really important to push to change. Obviously, it's not going to be full funding, but at least if we can start offsetting it by, you know, 10%, 20%, 30% over time, then that decreases the amount of effort that PIs have to search for funds from grants and otherwise. But I think, you know, education to me here would be a great opportunity. And in fact, there are already a couple of universities that are coming that I've sort of been, you know, I have contacts with to do exploratory visits to see what kind of courses they can bring in here. So I think that's an important step. Yep, I'm sure. Yeah, you're absolutely right. And there's a question from one of our members that goes in the direction of education. Anne-Sophie is asking, how is the collaboration working with the local school students, given the fact that they are in homeschooling since 1 year? Yeah, that's a good question. So I wasn't part of the organization for the I guess the strictest part of the lockdown period, you know, last year. But a lot of, you know, thankfully with you know, virtual forums such as Zoom, a lot of that was continued in that way. So using Zoom platform and other digital media to keep that connection going. Now we're back to some in-person contact with schools or students. So, you know, just the other day, there's a little post on the Shark Ambassadors group that's, you know, one of the outreach groups here on a small trip. So it's cycling back around. And one of the good things with the government here in Ecuador, the vaccine rollout is extremely slow nationally, but they've prioritized Galápagos because they, you know, obviously it's an important tourism and source of income for the country. So they, you know, and it's a tiny population. We're, you know, not even 30,000. So the idea is basically to vaccinate the entire population of Galápagos, high priority, and get the economy moving here again. So within the next month or two, I think we'll be at that point. They've already vaccinated 30-40% of the population here. Fantastic. Thank you for the answer to this. Dominic, do you want to ask your question? Sure. Hi, Rakan. Thanks a lot for taking the time to give us some insights. It's really interesting and great to meet virtually, at least. You mentioned the bureaucracy. So from our own experience in Ecuador, we know this is quite time-consuming, annoying, and sometimes also costly. And do you think there are chances that for you now in your new position to lower the bureaucracy to a certain extent? Do you see some areas where you think, well, maybe we can get some improvements there to become more efficient? That would be interesting to know. Maybe it's too early yet for you, but maybe you already have some. No, I have two pieces to answer to that. Do you do research here? Is that part of what you were asking about? No, we have our own projects in Ecuador and okay. business-wise, but yeah, we just know how difficult it is. So yeah, okay. So I thought that's what you were alluding to. At least within CDF, what we're trying to do is move. So there's two ways to approach it, but basically we're trying to move to get a clause back into our agreement with the Ministry of Foreign Affairs, so that we have basically kind of a diplomatic status here in the country, which we used to have. With that status, researchers coming into Galápagos and working at CDF will
won't need to do the extremely tedious bureaucracy right now of, getting your criminal records and getting all the apostilles and all of this stuff that takes, in some cases, months. I mean, I'm still not done with mine. And I've, been in the process for 4 months. So it makes it almost impossible as a researcher to come and do work here for, a month or two without, planning 6 months in advance. So we're very close to that process, and also to getting sort of a scientific research status within the central government for CDF. It sounds crazy that we don't have that, but that sort of categorization allows us also to sort of not have to do those requirements for scientists coming in. So we're working on both of those prongs. The other thing I'd say about that is the new incoming government is much more pro-business and sort of open to the outside world, and so who knows? We don't have any signals as yet, but presumably they'll start taking a look at some of these bottlenecks that make people not want to come and do research here. I mean, I know the system in Costa Rica really well, and this is an order of magnitude more complicated, and I don't know what anybody does with this information. So there's hope, short answer. Great, thanks a lot. Yeah, I have the same impression for the new government. Great, let's hope that things are getting easier. Thanks. Thank you, Dominic, for your question. Urban, let's see whether your mic is working. Yes, hi Rakan. Thanks a lot for the opportunity to talk to you. So my question goes in the direction that you are there for 2 months now, and when you come to a new place, you always have the opportunity to see things with fresh eyes. So my question really is, what do you think is the biggest urgency right now on Galápagos, and or is there something Galápagos or governments or organizations have to really act immediately? So are you speaking Galápagos in general? Yeah, very, very general, really. When you have come there, was there something you thought, oh gosh, here we have to act, here we have to do something, or here the government or organizations? I think the biggest thing that is on everybody's plate here is because this Galápagos was so reliant on tourism. When that just shut down, the entire economy just collapsed underneath it, just because everything's connected, or not everything, but most things are connected to tourism here. So there's a lot of unemployment, and there's a lot of pressure on the local government to really try and address that. So again, going back to my comment on the vaccinations, I think that was exactly the right decision by the national government to sort of prioritize Galápagos, seeing as we're all, sitting ducks, if you will, out here in terms of, what we can do. I mean, obviously my situation is different, but for the most of the populace have been really impacted by that. And it's slowly picking up. I mean, when I came and interviewed in October, this place was a ghost town. I mean, there was nothing open, and I could still sense the dynamic at CDF, and obviously was enamored enough to sign on, but it's quite different right now. So I think that's a really big urgency at the community level. Some of the other urgent questions out there to me are also, issues with the marine reserve and with protection of from illegal fishing. And these are, these pressures increased a lot with the pandemic, as people sort of were desperate to look for other means, and also just didn't have the park is in terrible,
the national park, the directorate is in terrible shape because of no tourism. There's no funds coming in, so they don't have the means to really put money into, you know, monitoring and vigilance and all of that kind of stuff. So it's, you know, that there's lots of things tied to tourism that are both directly and indirectly being affected. Thank you for that. Just out of curiosity, Rakan, and maybe you have heard other people mentioning, in the past there was always talk about immigration from the mainland making the population grow on Galápagos, the permanent residents. Is the opposite happening at the moment? Have people left for the mainland? Yeah, I wouldn't say in huge numbers, but there definitely have been people who've left and gone to the mainland if they had alternate options. Certainly, the population has gone down somewhat since sort of, I guess, this time 2 years ago, shall we say? But I don't know the exact numbers. But it hasn't been a mass exodus. Yeah, it's a good question. Yeah, it must be really, really hard. I mean, and after decades, right, of constantly growing tourism, to suddenly have this complete collapse, it's just hard to even fathom what this means for the local population. Dominic, you had another question. Yes, maybe it's a bit difficult right now to talk about that or to understand how the collaboration will be or can be. And you also mentioned quickly or briefly the national park. And we know from the past that the collaboration between the Charles Darwin Foundation and the national park has had excellent times and more difficult times. So what's your perception now with the current director and also the staff? It's not only director. Is there are they motivated for a good collaboration, for using synergies and working together, or is there still some time needed to break the ice? No, great question. Thank you for that. So I'll just talk about myself. I'm very collaborative in the way I do research. I have collaborated with many different scientists on different projects, and to me that's the only way to really move forward in science. And so I'm very much for building links and collaborations, and I just think collectively you do that much more than trying to go it alone or chopping things up into parcels. One of the things I thought was really impressive, and hats off to the foundation for staff for organizing it this way, is my first 2 weeks, I would say, was basically just showing me to the outside world, or I mean, on a national level, I should say, in terms of just meeting people. So I met the Minister of Environment, Minister of Tourism. I met the President, which was on day 2, which was rather unexpected. I met the Director of the National Park. I met all the different players in terms of NGOs here. Had a zillion Zoom calls with different universities and so on throughout Ecuador. So I think the one of the main goals of that was to really try and reach out a hand to all these other organizations, and the park is obviously a key one. And I met Danny several weeks ago, and I really like him. I think he's great. And since then, we've been in at least half a dozen different meetings and chatted on the side, and so I definitely say we've broken the ice. My impression of him is he's very open and collaborative. So I think that we're in a
good place. I don't see any reason to think otherwise. And my goal is to really push things in that direction. I mean, I've already had to deal with a few old standing feuds that are still feuding away, but my intention is to try and get people to stop bickering about minute details and realize that we're all here trying to conserve and move forward a research agenda on a really unique place in the world, and we should just look for ways to work together. So that's definitely front and center for me. Great, thanks a lot. I think that's so important. I've worked in the NGO environment and I sometimes was shocked how even NGOs start competing, forgetting that they're fighting for the same cause. So I think it's incredibly important. Exactly. Your openness for that. Great, glad to hear that. Yeah, I've been shocked myself already. Yep, the human species. Just maybe for our members, Danny is Daniel Rueda, the current director of the Galápagos National Park, I assume, right? Yes, thank you, Lucas. Sorry for that. No. See, we're already on first name basis. Excellent, excellent. That's a fantastic start and a fantastic basis upon which to build. And I think we're coming to a point. If there is no more questions, are there any more questions? Now is the time to turn on your microphone and shout, or make yourself known in some other way if I can't see you. No? Then thank you so much, Rakan, for this overview after such a short time in the Galápagos. I know from my own time there how long it takes to just get the lay of the land. So I'm very impressed how much you've already gotten to know this part of the world. And good luck with all your plans. They sound fantastic. And we look forward to be able to help in our small ways to make some of your projects come true. Thank you for taking the time to being with us. We will now move on to Sebastian Steinfartz, and we will switch language to German. So we completely understand, Rakan, if you decide not to listen to a long time of German talking. So feel free to do other things. Thank you for being with us. Well, thank you for giving me the time, and very nice to meet you all virtually, and hopefully, and yes, I would be happy, to give a visual at some point if you like. So just let me know. And yes, thank you for all your support over the years. Thank you, and we will come back to you, and for such a presentation, we would love that. Thank you, Rakan. You're welcome. Bye all. Bye now. Bye-bye. Guten Tag. Und damit gehe ich über zu Sebastian Steinfartz, und ich lasse ihn auch gleich sich selbst vorstellen, wie das bei Rakan der Fall war. Und es ist wieder so wie bei Rakan. Wir hören Sebastian zu und dann haben wir eine Gelegenheit, Fragen zu stellen, oder je nachdem erst nach Amy McLeods Präsentation. Das kannst du dann sagen, Sebastian, wie das am besten wird. Ja, okay. Wunderbar, danke, Sebastian. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Einige kennen mich ja vielleicht noch. Ist ja ein paar Jahre her, dass ich schon mal direkt in der Schweiz war. Leider ist es jetzt ja alles online. Das hat mir aber damals natürlich sehr großen Spaß gemacht, als wir uns in Zürich dann getroffen hatten und ich da also praktisch meine Projekte vorstellen durfte. Und ich weiß nicht, Amy, kannst du mal das erste Slide bringen? Ich selber bin jetzt an der Universität Leipzig tätig. Seit 2019, April 2019, habe ich dort eine Professur angetreten für die molekulare Evolution und Systematik der Tiere. Genau, und ich habe jetzt mal so zurückgeblickt, seit wann ich eigentlich auf den Galápagos-Inseln angefangen habe. Das ist jetzt 17 Jahre her. Die Frage ist, das ist jetzt in der Auflösung nicht so toll, also auf meinem Bildschirm jetzt hier, kann man das, Amy, is it a PowerPoint or a PDF, what you are showing now?
PowerPoint, es sieht nicht so gut aus. Ich denke, man kann es sehen. Okay, also klar, die Bilder sind eigentlich ein bisschen schärfer, aber ich denke, gut, das ist auch, wie gesagt, auf jeden Fall der Eindruck reicht ja auch. Es soll ja auch nur ein kurzer Überblick sein. Also meine Idee war, dass ich jetzt eigentlich mich kurz vorstelle und einen ganz kurzen Rückblick gebe, was ich eigentlich in diesen 17 Jahren gemacht hat und wie maßgeblich mich eigentlich auch die Friends of Galápagos eben auch unterstützt haben. Das war also wirklich toll. Und es sind jetzt 17 Jahre und unsere Hauptforschung beschäftigt sich eigentlich mit den Galápagos-Meerechsen. Diejenigen, die auf Galápagos ja von Ihnen waren, die haben Sie ja sicherlich schon mal kennengelernt, diese einmaligen Tiere. Man sieht sie ja hier auf dem Bild, die einzige Echsenart, die sich wirklich primär an das Leben eben im Meer angepasst hat. Und eben was ganz Besonderes ist, auch evolutionsbiologisch eben was ganz Besonderes ist. Und ich habe eigentlich so, wie gesagt, die letzten 17 Jahre meines Lebens auch mit den Meerechsen verbracht, sehr intensiv daran geforscht, natürlich mit vielen Mitarbeiterinnen, Kollegen auch. Und ich will mal hier so einen ganz kurzen Rückblick geben, auch gerade hinsichtlich, wo mich eben auch die Friends of Galápagos sehr unterstützt haben. Und im zweiten Teil, im ausführlicheren Teil wird dann Amy ihr neues Projekt vorstellen, was wirklich ein ganz cooles neues Projekt ist, auch ein sehr wichtiges Projekt ist. Da geht es eben um Drohnen, um den Zensus der Meerechsen zu bestimmen, und das wird sie dann im Detail näher etwas erläutern. Ja, dann bitte eine Folie weiter, wenn das geht. 2004 habe ich als Postdoc angefangen. Da fing das also an der Yale-Universität, und zwar zusammen mit Gisela Caccone, die man hier links auf dem Bild sieht. Da war ich also noch um einiges jünger gewesen, wie man sieht, und auch mit anderen Kollegen von der Yale-Universität, unter anderem mit Michael Russello und Scott Glaverman, beide auch noch aktiv, forschen auch noch aktiv auf Galápagos. Und Gisela Caccone ist natürlich sehr bekannt durch ihre Arbeit an den Meerechsen. Und damals haben wir also das erste Mal dann wirklich so einen Roundtrip gemacht, also sind zu den verschiedenen Inseln dort gefahren. Das war natürlich ein ganz tolles Erlebnis, auch für mich selber, das eben wirklich alles so zu sehen. Man kommt ja auch auf viele Inseln als Tourist gar nicht. Und wir haben halt dann genetische Untersuchungen gemacht. Und eigentlich das Wichtigste und das spannendste Ergebnis, was wir damals gefunden haben, das war eben, dass wir auf dieser Insel hier in San Cristóbal, das sieht man hier unten eben auf dieser Insel, die eben am südöstlichsten gelegen ist von dem Archipel. Dort haben wir zwei komplett genetisch unterschiedliche Gruppen gefunden. Und das war damals sehr überraschend. Wir wussten überhaupt nicht praktisch, was es damit dann eben auf sich hat. Nächste Folie bitte. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich schon an der Universität Bielefeld war und wo ich dann sozusagen selber als PI, also als Principal Investigator, nicht mehr als Postdoc, sozusagen unter der Leitung von Gisela Caccone, sondern dann selber angefangen habe, meine Forschung dort aufzubauen. Und dort wurde ich maßgeblich von meinem Mentor und damaligen Chef, Professor Fritz Trillmich, unterstützt, der ja wahrscheinlich auch vielen bekannt ist, die auf den Galápagos-Inseln tätig waren oder auch tätig sind. Also Fritz Trillmich ist auch so ein Urgestein, praktisch ein Forscher-Urgestein, und der hat dort eben damals mit Martin Wikelski, das war sein Doktorand, der ist eben auch sehr bekannt, Max-Planck-Direktor mittlerweile, macht ganz andere Projekte, also schießt jetzt Satelliten ins All, wo er dann also sich Movement von Tieren anschaut, aber damals hat er sich eben auch mit Meerechsen noch beschäftigt. Und Fritz Trillmich, der hat mir dann eben damals praktisch die Connection zu den Friends of Galápagos aufgezeigt, weil ich war nämlich in der Situation, dass ich zwar eine tolle Idee für ein Forschungsprojekt hatte, aber es war sehr schwer dafür Geld zu kriegen. Und das Hauptproblem ist eigentlich immer in diesen Situationen, dass man, wenn man dann zur DFG geht, also zur Deutschen Forschungsgemeinschaft, dann sagen die, ja,
ist eine tolle Idee, aber macht doch erstmal Daten und ihr müsst erstmal Hypothesen finden. Aber oft hat man ja diese Zeit nicht und man hat auch nicht das Geld jetzt, um da zu machen. Und da hat eben Fritz gesagt, Mensch, ich kenne den Henrik Höck und das ist wirklich eine tolle Idee auch. Stell doch mal dein Projekt da vor. Und das war dann eigentlich so dieser Anfang dieser sehr, sehr fruchtvollen Kooperation. Denn die Friends of Galápagos haben dann eigentlich relativ schnell unser Projekt unterstützt. Und damit war es überhaupt möglich, dass ich dann damals Amy überhaupt als Doktorandin auch bezahlen konnte und auch sozusagen über Wasser halten konnte. Das ist ja auch für Forscher immer ganz wichtig. Ja, wie werden sie finanziert? Ne? Man kann ja nicht nur forschen, man kann nicht nur von Luft und Liebe leben, sondern man muss natürlich auch bezahlt werden. Und das war wirklich ganz toll und auch, weil es immer so unkompliziert war und auch unbürokratisch. Also genau das, worüber wir ja eben auch schon gesprochen haben bei der Charles Darwin Station, was oft ein Stolperstein ist. Hier war das eben nicht der Fall. Das war wirklich ein direkter Draht. Also wirklich super. Und das hat eigentlich auch die Grundlage gelegt, eigentlich für unseren weiteren Erfolg. Wir haben dann eben diese Insel uns genauer angeschaut, das San Cristobal, haben dann dort eben beprobt und daraus resultierten dann wichtige Ergebnisse. Nächste Folie bitte. Das war dann zum Beispiel ein so ein Highlight, auch so ein Meilenstein, denke ich, auch in der Meerechsenforschung und auch vielleicht für Galápagos generell. Da ist auch ein Postdoc dann bezahlt worden, der Aurélien Miral auch. Das war auch durch Unterstützung der Friends of Galápagos. Und wir haben dann praktisch mit der Hilfe von mir, eben von Aurélien, die komplette Taxonomie der Meerechsen neu aufgestellt. Das war natürlich auch sehr wichtig, die Arbeiten von Amy, die ihre Doktorarbeit dort gemacht hat über die Genetik. Und wir haben eine ganz neue Taxonomie, eine ganz neue Systematik aufgestellt, die wirklich auch die aktuellen evolutionsbiologischen Erkenntnisse berücksichtigt hatte und unter anderem auch eine neue Unterart an der Meerechsen beschrieben. Das war Godzilla, die Godzilla-Unterart, und das ging dann auch durch die gesamte Presse, sogar die Bild-Zeitung hat darüber geschrieben. Also ist eine gewisse Ehre, wenn man dann auch als Forscher in einem positiven Sinne in der Bild-Zeitung genannt wird. Und das war eben auch eine ganz wichtige Arbeit, auch natürlich, gerade weil die Taxonomie und Systematik natürlich auch sehr wichtig ist, um den Schutz zu ermöglichen. Es gibt ja diesen Ausspruch, wir können eigentlich nur das schützen, was wir auch kennen, also was auch genau richtig benannt ist und taxonomisch eben auch erfasst ist. Und dann hat im Weiteren, nächste Folie bitte, das ist dann sozusagen jetzt dann so unsere aktuelle Forschung an der Universität Leipzig, die Projekte. Im Weiteren hat dann Amy eben auch zusammen mit der Iguana Specialist Group zusammen in einer sehr großen Fleißarbeit auch dann ein Risk Assessment gemacht, also für die IUCN, die maßgeblich dann auch wirklich eben herangezogen wird, um auch Entscheidungen zu treffen oder auch als Kriterium eben, ob diese Population bedroht ist, ob da gebaut werden kann. Also eine ganz wichtige Grundlage haben wir dort gelegt, dass wir jetzt wirklich sagen können, für die Meerechsen haben wir jetzt ein einigermaßen aktuelles Risk Assessment überhaupt erstmal. Das gab es vorher nicht. Das ist also wirklich ganz, ganz wichtig und dass es eben auch sichtbar ist. Ja, nicht irgendwo in tollen Publikationen versteckt, die keiner liest, sondern wirklich sichtbar ist. Das ist eben mir auch sehr wichtig, dass wir wirklich auch unsere Erkenntnisse umsetzen in Schutzmaßnahmen, in Anwendung. Ein weiteres Projekt, was momentan läuft, auch sehr spannend, das geht zur Nahrungsökologie von den Meerechsen. Das macht eine Doktorandin ebenfalls aus Ecuador. Dort schauen wir uns an, was fressen die Meerechsen eigentlich. Wir analysieren den Code über DNA-Metabarcoding. Das wäre vielleicht mal ein Projekt, wo man mal später was drüber erzählen kann, was auch super spannend ist. Und dann sind wir auch daran, natürlich das Genom der Galápagos-Meerechsen zu sequenzieren. Da haben wir jetzt auch eine Finanzierung von der DFG bekommen. Aber ich sage auch immer nur, solche Finanzierung ist nur möglich, weil wir auch früher wirklich diese Grundsteine legen konnten, weil wir auch zeigen konnten eben, dass wir diese Arbeiten durchgeführt haben. Und das war eben auch wirklich möglich durch diese unkomplizierte und schnelle Förderung durch den Verein der Friends of Galápagos. Das ist zusammen mit Michael Hof
Hofreiter ein Projekt, das wir jetzt lange rausschieben mussten wegen Corona. Wir hatten natürlich dort auch mit Covid zu kämpfen. Da wird aber auch Amy gleich noch drüber was erzählen, wie wir das aber auch an vielen Stellen gemeistert haben. Und wir hoffen dann, dieses Projekt jetzt im Winter oder jetzt im Herbst anfangen zu können. Also eben, wie gesagt, ganz viele verschiedene Projekte. Wir sind mittlerweile wirklich so verschiedene Forscherteams auch und ein ganz besonderes neues Projekt. Und da bin ich eigentlich sehr froh drüber, denn Amy hat eben als Doktorandin ja angefangen, habe ich ja vorhin gezeigt und hatte ja auch wirklich sich dann durchbeißen müssen durch diese Doktorarbeit, was auch hat auch viele schwierige Situationen gehabt. War dann eine Zeit lang an einer internationalen Schule in Berlin tätig. Und jetzt hat sie es aber Gott sei Dank wieder in die Forschung zurückgezogen. Da bin ich eben auch sehr froh drüber, dass wir sie sozusagen wieder zurückgewinnen konnten. Denn sie hat immer eine ganz tolle Idee gehabt für ein Projekt. Und das war aber auch eben sehr schwer dafür, eben Funding zu finden. Und dieses Projekt konnte ich jetzt so ein bisschen mit meinen Berufungsmitteln auch anschieben, zu finanzieren. Aber auch hier haben wir wieder von den Freunden an der Galápagos-Inseln Unterstützung bekommen. Ja, und jetzt ist Amy sozusagen einen Schritt weiter in der Stufe. Sie ist jetzt sozusagen ihr eigener PI, also sie leitet jetzt sozusagen selber ihr eigenes Projekt und da wird sie uns jetzt drüber erzählen. Okay, danke, Sebastian. Machen wir erstmal Fragen oder fangen ich an? Ich würde fast sagen, wenn jetzt keine ganz dringenden Fragen sind, dann können wir die ja vielleicht aufschieben, okay? Ja, und, machen wir doch das so. Ne? Und dann kann Amy, also ich muss dazu noch sagen, Amy ist eigentlich Native Speaker, also ist Englisch Native Speaker und es ist das erste Mal wirklich, dass sie einen Vortrag rein auf Deutsch hält. Sie ist also auch ganz aufgeregt, hat also auch noch jemand dabei, der ihr zur Hilfe stellt. Amy ist auch sehr perfektionistisch, also deshalb will sie das auch sehr, sehr gut machen. Ich kenne sie also halt auch und deshalb war sie nervös, aber das ist eben das erste Mal, dass sie jetzt also das sozusagen auf Deutsch hält. Von daher kann es sein, dass es nicht ganz so flüssig und schnell sein wird, aber genau, wir schauen jetzt mal. Okay, Amy, it's all yours now. Okay, ja, danke. Ich versuche. Okay, okay, so wie wir schon wissen, dass heute Abend ist meine allererste Präsentation auf Deutsch und ich bin ja ein bisschen aufgeregt. Aber ich bin auch sicher, dass Sie alle freundlich und geduldig sind. Ich habe einen Freund, Michael, gebeten, mir zu helfen, falls mir einige Werte fehlen. Und das fangen wir an. So, ich spreche über Armchair Conservation. So, das ist Monitoring Meeressen mit Drohnen und Citizen Science. Okay, so wir alle kennen den Meeressen. Das ist ein sehr bekanntes Tier von Galápagos. Die gesamte Arten ist gefährdet. Es gibt viele auf einer Insel und sehr wenig auf anderen. Und es gibt ein paar wichtige anthropogene Gefahren. Die sind empfindlich gegenüber Umweltverschmutzung wegen der symbiotischen Darmbakterien. Mit invasiven Tierarten ist ein Problem. Die sind jagt durch Katzen, wie man sehen in das Bild da. Und Klimawandel kann auch ein Problem sein, weil Klimawandel kann die El Niño-Ereignisse bestärken. Und dadurch verhungern mehr Leguan und die Population können stark reduziert werden. Und ja, mit all diesen Problemen sind die Populationen auf einige Inseln sehr, sehr klein. So, die rote Liste ist, wie viele kennen, das ist eine Liste, die Bewertung der Aussterbegefahr. Und wir haben das letztes Jahr ein Update gemacht. Aber dieser Bericht war sehr schwer zu schreiben, weil uns viele wichtige Daten fehlten. Zum Beispiel, die Daten zur Populationsgröße waren sehr problematisch. Hier sehen wir die besten Schätzungen der Population, die wir haben.
Die kleinere Zahl ist nach einem schlechten El Niño-Ereignis und die größere Zahl ist nach einem La Niño-Ereignis. Aber wie wir sehen, diese Zensusschätzungen sind sehr ungenau und auch veraltet, aber diese werden weder verbessert noch wiederholt. Und das Problem ist, dass klassische Surveys sind teuer, die brauchen viel Zeit aufgrund von Problemen bei Zugang zu den Kolonien. Die sind sehr schwierig zu machen, die sind gefährlich für die Forscher und eventuell auch für die Insel wegen zufälliger Einschleppung von invasiven Arten. Und ja, meiner Meinung nach gute wissenschaftliche Schätzungen könnten ohne neue Methoden nie erreicht werden. Und während meiner Doktorarbeit habe ich überlegt, wie man die Situation verbessern konnte. Und so dachte ich über den Einsatz von Drohnen nach. Und die Schätzungen sind von die Orte, Martin Mikulski, die haben gesagt, dass die war very rough. So, ja, die müssen verbessert sein. So, Drohnen haben sich in den letzten Jahren deutlich verbessert. Die sind jetzt relativ günstig und einfach zu bedienen. Drohnen sind für den Artenschutz sehr nützlich, weil sie gute Luftaufnahmen machen und wir können die Tiere aus diesen Bildern später zahlen. Wir nutzen hier die Kopter-Variante und ja, so Meerechsen sind für die Drohne-Untersuchung gut geeignet. Die sind relativ groß, die sammeln sich in die offene Landschaft und man kann sie in die Paarungszeit gut sehen. Und mit diesen Methoden können wir viele Orte erreichen, ohne das Boot zu verlassen. Und wir können mit das die Kosten reduzieren, indem wir die Bootstage und die Feldzeit reduzieren. Und die sind die größten Kosten. Und auch Drohnen können Orte erreichen, die wir normalerweise nicht erreichen können. So, wir haben schon ein Pilotstudie gemacht. Da haben wir 2 Inseln untersucht, San Cristobal und Santa Fe. Und während dieser Zeit haben wir experimentiert mit der Flughöhe, mit der Tageszeit, mit der Art und der Menge der Aufnahmen. Und wir haben auch klassische Methoden ergänzt, um unsere Ergebnisse zu vergleichen, zum Beispiel Mark-V Capture. Das ist eine sehr gute Methode, ein Gold Standard oder so, aber wir können das in meisten Situationen nicht nutzen, weil für das brauchen wir viele Informationen über die Kolonie, zum Beispiel die Grenze und so weiter. Und für meiste Orte haben wir das einfach nicht. So, normalerweise können wir das nicht machen. Okay, so Sie kennen schon Sebastian und mich, aber es gibt auch ein paar wichtige Leute aus Ecuador. Andrea ist unsere Doktorandin und sie macht viel von der Feldarbeit und Analyse. Und wir hoffen, dass Andrea ein zukünftigen Leiterin für den Naturschutz in Ecuador wird. Und sehen Sie hier auch Gonzalo. So Gonzalo ist unser Drohnenexperte. Er hat viel bei der Entwicklung der Methode geholfen. Okay, now, hier habe ich einen kleinen Film und hoffentlich das funktioniert. Okay, so. Normalerweise starten wir die Drohnen vom Boot und dann haben wir mehr oder weniger 25 Minuten pro Flug, um die Bilder zu machen. Hier gibt es eine Vorstellung von der Landschaften. Das war Santa Fe und das ist San Cristobal. Und hier sehen Sie einige Standorte, an denen die Drohnen wirklich hilfreich sind. Und diese Methode funktioniert sehr gut für einige Meerestiere auch, wie Rochen.
Tiere. Aber die sind sehr schön. Und hier können Sie die Leguane sehen. Da. Und hier sehen Sie ein Männchen, ein Weibchen. So, nach den 25 Minuten holen wir die Drohne zurück. Das geht normalerweise relativ schnell. Zum Boot. Und dann wechseln wir die Batterie und können noch fliegen. Wir können das 6 oder 8 Mal pro Tag machen. Und ja, das ist einfach bei gutem Wellengang und Wetter, aber es ist nicht immer so leicht bei schlechtem Wetter oder bei großen Wellen. Auch mit diesen Drohnen. Mit anderen Drohnen es geht ein bisschen einfacher. Auch nicht? Okay. So, nach der Feldarbeit haben wir viele Bilder und die werten wir aus. Das machen wir selbst, aber uns helfen auch viele Freiwillige und hoffentlich bald auch künstliche Intelligenz. Und dann vergleichen wir unsere Drohnendaten mit den Daten aus den klassischen Methoden, um die Ergebnisse zu prüfen. So, wir vergleichen das mit die CMA und auch Simple Counts, das ist eine andere sehr schnelle Methode. Und ja, vergleichen unsere Ergebnisse mit dieser. Also, wir haben auf Zoom-Verse ein Projekt gemacht, das heißt Iguanas from Above. Zoom-Verse ist die weltgrößte Plattform für Bergewissenschaft. Und da hatten wir viele Interesse, auch von Medien, zum Beispiel PBS, BBC, NDR, etc. Und wir haben auch Interesse von Lehrern und Professoren, die haben es für Unterricht in Kurse benutzt. Und während der Corona-Pandemie war unser Projekt eine seltene Gelegenheit für Freiwilligenarbeit. Und das war hilfreich, weil wir so viele Bilder hätten. Wir brauchen fast 500.000 Klassifizieren. So, die Analyse läuft noch, aber ich kann ein paar erste Ergebnisse teilen. Hier sind die Ergebnisse von Santa Fe. Auf Santa Fe sollten die älteren Schätzungen gut sein, da diese Insel gut erforscht ist bei Wikelski. Und hier fanden wir weniger Echsen als erwartet. Und das scheint eine echte Abnahme zu sein. So eine sehr, sehr kleine Nummer als erwartet. Aber wir haben viele neue Standorte gefunden, und was sehr nützliche Informationen sind. So, man kann die neuen Orte sehen hier mit den Sternen. Und auf der ganzen Küste haben wir wenige Echsen gefunden, aber die Punkte sind echte kleine Kolonien. Okay, so auf San Cristobal, wie erwartet, sehr wenige Echsen, aber auch hier ein paar neue Orte gefunden, obwohl wir diese Insel sehr gut kennen. Aber hier unsere Drohnenexperiment war nicht immer so erfolgreich. Wir haben hier zu wenig Bilder gemacht und daher dauert das Wählen ein bisschen länger. Das ist wertvoll, um die Methode zu verbessern. Und das war nur ein Pilot, so von das haben wir gelernt. So, was haben wir aus der Pilotstudie gelernt? So, wir haben gelernt, dass einfach Drohnen funktionieren, aber wetterfeste Drohnen sind besser, besonders am Regentagen. Und das kommt nicht so oft am Galápagos, aber ja, es kommt manchmal.
Und normalerweise können wir Drohnen vom Boot aus fliegen, aber manchmal ist es besser, von einem Strand aus zu fliegen, zum Beispiel bei großen Wellen. Und natürlich, mehr Drohnen und Menschen erhöhen die Effizienz wesentlich. Und das ist schlau, bessere Drohnen zu kaufen, denn die Feldarbeittagen und die Boottagen sind so teuer. So, Effizienz ist sehr wichtig hier. Wo sind wir jetzt? Wir hatten einen sehr guten Start und haben viel gelernt. Für die nächste Phase planen wir eigene Verbesserungen, zum Beispiel bessere Drohnen und auch eine Infrarotkamera. Das konnte interessant sein. Das sollte die Leguanen sehr gut zeigen. Okay. Und wir sind froh, dass wir ein Stipendium für Andrea bekommen haben. Und dann haben wir Andrea für ein paar Jahre mehr. Das ist sehr wichtig auch. Okay, so was benötigen wir für die nächste Phase? Für die nächste Phase müssen wir die weit entfernten Inseln besuchen. Und dafür wird eine große Bootsexpedition benötigt. Zum Beispiel die Pirate hier. Und auch mit besseren Drohnen wird die Feldarbeit effizienter und wir können genauer zählen von besseren Bildern. Und die Allwetterdrohnen sind sehr wichtig, dass wir verlieren keine Tage in Feldarbeitszeit. Wir haben schon die Pilot gemacht und auch Phase 2 dieses Jahr. Wir haben keine Ergebnisse von hier, aber wir haben viele Bilder. Und am Ende dieses Jahr planen wir eine Expedition zu den nördlichen Inseln. Hier gibt es mehrere gefährdete Unterarten, zum Beispiel auf Genovese und Pinta. Und Darwin und Wolf sind besonders interessant, weil über die Leguane dort ist fast nicht bekannt. Fernandina sollte auch interessant sein, denn es hier gibt eine riesengroße Population. Das konnte auch eine Herausforderung sein, zum Zahlen sein, weil normalerweise haben wir zu wenige Echsen und die Echsen sind schwer zu finden, aber auf Fernandina haben wir die anderen Probleme vielleicht, dass es gibt so viele und das ist wichtig, dass wir die Methode da testen. Und mit der letzten Phase, am Ende machen wir die zentralen Inseln und die bewohnte Insel, Isabella und Santa Cruz, machen wir wegen Corona am Schluss. Das macht Sinn in dieser Zeit. Okay, so hier sind die Zukunftsperspektiven. Kurz gesagt, wir wollen einfach eine Methode entwickeln, um mehr Echsen zu finden und zu zählen, die relativ einfach zu benutzen ist und gut wiederholt werden kann. Ein Hauptziel ist, die Methode auf Galápagos zu etablieren. Wir hoffen, dass wir mit der neuen Methode die Erhebung regelmäßig wiederholen können. Das ist sehr wichtig. Und wir glauben auch, dass die Methode in anderen Orten und für andere Arten angewendet werden kann. Wie wir sehen hier, wir sehen oft in den Bildern anderen Arten, zum Beispiel Seelöwe. So, wir bekommen auch Daten zu anderen Arten, zum Beispiel Vögeln, Seelöwen, Meeresschildkröten und auch potenziell Informationen über invasive Arten, illegale Fischerei, Verschmutzung der Meer, zum Beispiel Plastik, wie man hier sieht. Und die Aufnahme
dokumentieren den Zustand heute. Und das konnte wertvolle Daten für Vergleich in die Zukunft sein. So, das war's. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und Unterstützung. Und ich hoffe, es hat mehr oder weniger Sinn gemacht. Danke. Danke, Amy. Danke, dass du das auf Deutsch gemacht hast. Das war sehr, sehr eindrücklich. Gerne. Es war perfekt verständlich. Ganz herzlichen Dank. Das freut mich. Damit kämen wir zu den Fragen. Danke natürlich auch an dich, Sebastian, und dass du das auf Deutsch gemacht hast. Und jetzt kommen wir zu Fragen. Wer hat Fragen für Amy oder Sebastian in irgendeiner Sprache, die wir da verstehen? Ich denke, Englisch und Deutsch ist beides gut. Urban, bitte. Ja, Sebastian und Amy, vielen herzlichen Dank für die super spannende Präsentation. Eine Frage zur Zählung. Du hast erwähnt, dass Artificial Intelligence euch helfen könnte. Jetzt meine Frage ist, wie weit ist Artificial Intelligence oder wie genau ist das schon und wann denkst du, dass das wirklich das Zählen dann der Bilder oder das Auswerten der Bilder vereinfachen wird? Darf ich auf Englisch antworten? Okay, thank you. Maybe slowly, maybe very slowly and simple. So. Yeah, okay. So with the artificial intelligence, we need outside help for that. We're not experts here. We had a volunteer who is helping us. I'm not sure how far he is. The volunteer was confident that we would be able to train, so to teach the artificial intelligence to find the iguanas using our volunteers actually. So the volunteers can teach the computers and then the computers can take over. But we can also use the computers to make the data better for the volunteers. So in theory, the computers can find the images where there are no iguanas, and then we don't have to give those to the volunteers to count. So we can do both. It's quite an exciting area to be in. I'm not really sure exactly how we're going to use the artificial intelligence, but the volunteer was quite confident that we would be able to do quite a lot with it. And it's only going to get better as it's developing really quickly, just as drones are. So all of this is going to get better, and that's what makes it an exciting method to be using for future research. Vielen Dank, ja. Gerne. Vielleicht dazu noch kurz, also wie gesagt, wir sind natürlich total dankbar, wenn wir da natürlich auch noch Hilfe haben. Also es ist natürlich jetzt ein riesen Datensatz, den wir haben und natürlich auch gerade mit künstlicher Intelligenz, das wäre natürlich auf jeden Fall was, wo wir wirklich Hilfe auch von Externen benötigen würden oder auch Expertise, die man dann auch bräuchte. Und ich denke, generell ist es natürlich so, solche umfangreichen Daten werden, glaube ich, für viele interessant sein, weil das hat ja auch Amy gesagt, es ist jetzt so eine Momentaufnahme, man kann natürlich noch vieles andere auswerten, woran wir jetzt vielleicht auch noch gar nicht denken, und es können natürlich auch dann noch andere Personen nutzen, also das wird sicherlich auch noch eine Rolle spielen, wenn man dann diese Daten mal hat, dass man die auch zur Verfügung stellt oder dass sie dann auch von anderen Forschern natürlich genutzt werden sollen auch, ne? Also das ist natürlich für uns auch, und natürlich eine Weiterentwicklung jetzt methodisch wäre natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Ich glaube auch gerade dieses Zählen, also da auch so eine nochmal so, also praktisch also diese Fehlerrate zu kriegen auch oder so Konfidenzintervalle, das wird auch nochmal sicherlich sehr wichtig werden dann, dass wir dann wirklich auch nachher, wie gut diese Zahlen dann auch sind, aber ich glaube, das ist schon eine sehr gute Annäherung an die Realität. Ich kann da vielleicht noch etwas hinzufügen. An der Universität in Fribourg, also dem schweizerischen Freiburg, ist Daniel Wegmann, ein Professor für Bioinformatik, daran,
diese Machine Learning Algorithmen auf Camera Trap Pictures, so Fotos, die von Kamerafallen gemacht wurden, anzuwenden. Da gibt es jetzt ein ganzes Netzwerk in der Schweiz, das sich intensiv mit diesen Methoden, also wirklich aus methodischer Sicht beschäftigt. Also Amy, wenn dich das interessiert, kann ich dort eine Beziehung herstellen. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Gut, das war eine ganz technische Frage, eine spannende Frage, diese künstliche Intelligenz oder wie eben auch, ich weiß nicht, wie man auf Deutsch sagt, auf Englisch Machine Learning. Algorithmen sind sehr spannend bei der Analyse von Bildern und werden heute immer mehr angewandt. Gibt es andere Fragen an Amy oder Sebastian? Sonst stelle ich eine. Sebastian, du hast diese 2 Arten auf San Cristóbal gezeigt, die ihr vor ein paar Jahren gefunden habt. Habt ihr eine Ahnung in der Zwischenzeit, was das erklärt? Weil es ist die einzige Insel, auf der 2 Arten vorkommen, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Genau. Das ist ja nicht so gegeben. Wir kennen das von den Finken, dort sind wir uns das gewöhnt, von den Darwinsfinken, da kommen ja fast immer mehrere Arten auf einer Insel vor, aber bei den Spottdrosseln, bei den Schildkröten, bei ganz vielen anderen Arten kommt auf einer Insel immer nur eine Art vor. Wisst ihr, was dazu geführt hat, dass diese 2 Arten auf San Cristóbal vorkommen? Immer noch nicht. Also das ist immer noch was noch unklar ist und du hast natürlich recht, also das fällt auch auf. Ist auch bei den Meerechsen normalerweise so. Auf den meisten Inseln hast du wirklich sehr schön ein genetisches Cluster. Auch auf großen Inseln, also oder deutlich größeren Inseln als San Cristóbal ist das der Fall. Also man kann es nicht durch reine Distanz jetzt erklären, also oder die Größe. Das kann man mit Sicherheit ausschließen. Wir hatten eine Studie gemacht, wo wir uns geguckt haben, die Echsen haben ja diese Femoraldrüsen. Ich hatte das auch mal vorgestellt, oder das war auch, glaube ich, mal in einem Bericht hatten wir das auch mal eben, glaube ich, gemacht zu den Friends of Galápagos auch. Da haben wir uns angeguckt, ob diese Substanzen sich eventuell, also ob die sich am Geruch unterscheiden können. Das ist aber nicht der Fall. Also das sind sehr ähnliche chemische Profile, die wir da gefunden haben, die jetzt nicht das vermuten lassen, dass die sich irgendwie am Geruch erkennen. Und es ist so, wir wissen es einfach nicht. Also es ist wir werden jetzt versuchen, natürlich jetzt, wenn wir das Genom haben, dass man nochmal genauer hinguckt, wo haben die sich überall getrennt, in welchen Genen auch, ist es jetzt wirklich genomweit, sind es einzelne Gene, also denke ich, dann werden wir sicherlich mal ein bisschen genauer reinschauen können. Aber ich glaube, letztendlich werden wir wirklich einzelne Individuen dann verfolgen müssen, um zu sehen, was passiert da eigentlich? Also schwimmen die wirklich hin und her? Was man ja leider nicht machen kann, sind ja solche Translokationsexperimente, also ob man, wenn man die da zurück und so, also das wird alles etwas schwieriger sein. Das ist noch ein Geheimnis, was gelüftet werden will, aber wir wissen ja alle, bei Artbildung ist es relativ leicht zu finden, dass sich zwei Sachen unterscheiden, aber dann zu erklären, warum es so ist, das ist viel schwieriger, aber es kann ja dann in der Zukunft auch noch zukünftige Forscher dann auch geben, die sich das genauer anschauen. Also bleibt weiterhin spannend, ja. Ja, das ist spannend und wie du gesagt hast, nicht so einfach, weil natürlich in den Galápagos die Möglichkeiten zum Experimentieren richtigerweise sehr limitiert sind. Ja. Also was für uns natürlich jetzt wichtig ist natürlich wirklich auch zu wissen, wie viele Tiere gibt es davon überhaupt noch. Also wenn wir natürlich jetzt wirklich hier von 100 oder weniger als 200 Tieren sprechen, dann müsste man natürlich jetzt wirklich ganz dringend auch wirklich, also eben auch die erhalten oder da auch Maßnahmen jetzt machen mit dem Park, dass man jetzt wirklich sagen kann, gut, das ist hier wirklich so gering, weil wenn jetzt noch irgendwas passiert dazu, dann kann es wirklich sein, dass ich sehe es ja als eine eigene Art an. Also wir haben zwar als Unterart beschrieben, aber es ist eigentlich, sie verhalten sich wie eine eigene Art dort. Dann wären die eben weg und das wollen wir ja eigentlich verhindern halt, durch unsere Forschung auch. Ja, danke. Das sind ganz spannende Aussichten.
also spannend oder auch wichtige, eher jetzt in dem Fall wichtige Aussichten. Und man staunt immer wieder, oder staunt ist nicht wirklich erstaunlich, aber trotzdem, es ist selbst ein Ort wie die Galápagos, die eigentlich ja sehr gut untersucht sind. Und trotzdem finden wir immer noch so viel Neues und realisieren plötzlich, dass gewisse Tiere viel seltener sind, als wir gemeint haben. Wir haben bei den Spottdrosseln vor mehr als 10 Jahren das Umgekehrte auch erfahren. Das gibt es zum Glück manchmal auch, dass man, wenn man mit besseren Methoden zählen, kann man dann plötzlich auch mehr Tiere entdecken. Ja, vielleicht finden wir das ja auch noch, also dass wir noch eine positive Überraschung auch haben bei den Meerechsen. Ja. Genau. Danke für diese Antwort. Gibt es noch Fragen an Amy oder Sebastian? Ich hätte noch eine Frage. Bitte, Dominik. Ich bin nicht ganz sicher, ob es vielleicht erwähnt wurde, die mit der Drohnenbeobachtung sieht man ja auf dem Felsen, wo sie sind. Für jene, die im Wasser sind, gibt es da einen generellen Prozentsatz, wo man sagt, ja, in der Regel, die sind ja nicht so lange im Wasser, aber es sind ja doch sehr viele Individuen, oder weiß man, nein, nachmittags um 5, wenn wir das machen, sind eigentlich keine mehr im Wasser, weil es kühler wird, oder weiß man doch in der Regel, während der Tageszeit sind 2% noch im Wasser, wo man dazu rechnen muss? Ich frage nur, dass ich habe das Frage richtige verstanden. Okay, ja, so wir können natürlich mit den Drohnen, wir sehen die Leguan nicht im Wasser normalerweise, ich glaube, aber wir machen die Fliegen während die Paarungszeit. Und normalerweise mit die Meerechse während der Paarungszeit, die Menschen bleiben auf dem Küste und die gehen nicht in See. Und das ist, deswegen machen wir durch die Paarungszeit. Und auch die sind einfacher zu finden wegen die gefärbte Haut. Ja, so es kann sein, dass wir einige vermissen und deswegen vergleichen wir die Daten von Drohnen mit die Mark Recapture Methoden und dann machen wir einen Correction Factor. So, wenn wir wissen, wie viele wir missen, wenn wir wissen, wie viele wir nicht sehen mit den Drohnen, können wir die zwei gleichen. Und dann hoffentlich haben wir eine realistische Nummer für die große Populationsgröße. Danke. Gibt es denn da auch so einen Prozentsatz, wo man kennt, dass 50% sind Männchen, 50% sind Weibchen? Oder variiert das auch nach Insel vielleicht? Oder weiß man da ungefähr? Ja, ich glaube, das ist anders mit dem Jahr. Nach dem El Niño, das kann anders sein, weil der El Niño, während die El Niño sterben mehr Menschen als Weibchen und es ist ganz anders. Ja, das wissen wir nicht und es ist normalerweise sehr schwer zu die Weibchen und die Menschen zu unterscheiden. Unterscheiden, ja. Ja. Weil normalerweise die sehen sehr ähnlich aus. In der Paarungszeit ist es einfacher, weil die Menschen haben die starke Färbung, die sind stark gefärbt und deswegen auch wir machen die Surveys in der Paarungszeit, aber ja, die Prozent Weibchen und Menschen, das wissen wir nicht gut. Es gibt so viele Sachen, dass wir einfach haben fast keine Informationen über. Wir wissen nicht so viel über Demography und auch mit Movements. Diese Sachen wissen wir so wenig. Wir hoffen, dass die Drohnen kann auch für diese Fragen benutzt werden. Aber ja, das ist eine Idee für die Zukunft auch, dass wir können Movements und so weiter studieren. Also dazu muss man noch, genau, also kann man auch noch ergänzen. Ich habe ja auf meinem ersten Bild habe ich ja gezeigt, so ein Leck,
das Besondere an den Meerechsen ist ja auch, das ist ja also eigentlich die einzige Reptilienart, die diese Lecks bildet. Also das ist ja eigentlich eher was man so von Säugetieren kennt oder auch von Vögeln. Aber Kannst du noch dieses schnell Leck, erklären, was ein Leck ist, ja, Sebastian? genau. Das ist also ein Leck sozusagen, wo ein Männchen dann praktisch so ein Territorium hat und die Weibchen kommen dorthin, um sich dann dort vornehmlich mit diesem Männchen zu paaren. Und dieses erste Bild, vielleicht kann das Amy gerade noch mal zeigen, ganz am Anfang von meiner Präsentation, da sieht man das. Das können also durchaus eine sehr hohe Anzahl von Weibchen sein. Und dieses Männchen sitzt dann wirklich so ganz markant, farblich markant dann dort auch da. Das ist das territoriale Männchen. Das verdrängt dann eben auch andere Männchen, die kämpfen da eben auch ganz stark. Es gibt aber auch dann Männchen, die sind also subordinat, die sind dann eben nicht so zu erkennen. Die würde man also gar nicht von den Weibchen so ohne weiteres unterscheiden können. Aber auch zum Beispiel diese Drohnenbilder werden uns dann erlauben, zum Beispiel auch ganz wichtige andere Fragen zu beantworten. Zum Beispiel, wie groß sind diese Lecks? Ja, wie hängen die von der Größe der Männchen ab? Wir werden also auch die Größe der Männchen bestimmen können und. Man kann also auch ganz viele, wo befinden sich diese Kolonien und so weiter. Also das kann man natürlich auch wieder zusammen mit anderen Parametern dann testen. Also ich denke, wir werden auch, abgesehen von der reinen Census-Size-Größe, werden wir auch viele andere wichtige biologische Parameter dafür die Meerechsen auch natürlich also weiter untersuchen können, auch mit solchen Daten. Und natürlich auch nochmal durch Wiederholungen auch, das ist natürlich genau sowas, ne? Also wie viele Tiere erwischen wir nicht, wenn die gerade im Wasser sind und so weiter. Das kann man natürlich dann auch noch spezifisch testen, um solche Korrekturfaktoren dann auch wirklich dann zu haben halt, ne? Das wird sicherlich möglich sein, weil es ja auch gut replizierbar ist, diese Zählungen. Und die Hoffnung ist eben auch, das ist natürlich dann auch so ein bisschen das langfristige Ziel, dass wir dann eben, wenn wir das einmal etabliert haben, halt auch an den Park, dass der Park das eben auch wirklich nutzt, um dann weiterhin ein Monitoring zu machen, um wirklich auch eine Bestandsaufnahme zu machen und auch in der Lage zu sein, festzustellen, wo bricht eine Population gerade ein, wo ist auch vielleicht gerade was passiert, was Wichtiges und. Also das sind ja auch ganz wichtige Indikatoren für andere wichtige Prozesse, die dann auch vielleicht da gestört sein können. Dankeschön für diese Antwort. Es kam noch eine Frage von unseren Mitgliedern von EVA. Wie kann man das Drohnenprojekt unterstützen? Claudia hat auch schon gesagt, wir machen das über den Verein und man kann natürlich über uns das Drohnenprojekt unterstützen, aber vielleicht gibt es auch noch eine direktere Art und deshalb überlasse ich Amy oder Sebastian, wie Sie das noch beantworten möchten. Also wie gesagt, wir sind bisher sehr dankbar für alle Spenden. Das hat eigentlich auch bisher sehr gut geklappt über dieses Spendensystem auch und ja, wir würden das auch so natürlich gerne weiter fortsetzen. Wenn natürlich jetzt jemand sagt, ihn interessiert dieses Projekt besonders oder und hat vielleicht Finanzierungsmöglichkeiten auch noch, dass man halt sagt, vielleicht in Form auch, dass man einen Antrag an eine Stiftung stellt oder wie auch immer. Also da wären wir natürlich auch sehr dankbar für, also wenn da eine Bereitschaft wäre, weil wir natürlich auch für, ja, gerade Personalkosten sind halt immer schwierig für solche Projekte auch zu stemmen, dann auch für einen längeren Zeitraum, dann für 2, 3 Jahre, damit man auch die Leute an der Stange halten kann. Das wäre natürlich für uns auch sehr, sehr hilfreich dann, wenn man da dann also auch Anträge stellen könnte, zum Beispiel an Organisationen oder wenn jemand weiß, das könnte dann auch interessant sein. Also da wären wir auch sehr für Hinweise dankbar halt, wenn wir da auch Anträge stellen könnten für Unterstützung halt auch für das Projekt. Ja, danke Sebastian für das und ich kann vielleicht, wenn ich das richtig mache, noch dazu sagen, Amy hat ja dieses Zooniverse erwähnt, wo man die Fotos auswerten kann. Ich denke, Amy, oder das wäre auch eine Art, wie man das Projekt unterstützen kann. Ja, natürlich. Unser Zooniverse-Projekt ist jetzt beendet, aber wir machen ein neues mit den neuen Bildern von Floriana und Española. Und das sollte
interessant sein, weil die Leguane da sind bekannt für die Farbe, für die starke Farbe. Die sind die sehr bright Leguan und so vielleicht in Mai oder Juni oder so. Wir machen die neue Projekt und dann wir können das Informationen gerne teilen und wenn Sie wollen, Sie können uns helfen. Es ist ein sehr einfaches Projekt zu mitteilen und es geht nur um ein Webadress und ja, alles ist erklärt da auf dem Projekt. Super, wunderbar. Ja, das können wir gerne machen. Wenn ihr soweit seid, sagt es uns doch und dann können wir das über unsere Kanäle auch mit den Mitgliedern unseres Vereins teilen und vielleicht hat der eine oder die andere von Ihnen dann Interesse daran, diese Bilder auszuwerten. Haben Sie sonst noch irgendwelche Fragen? Gibt es noch Fragen oder sonst auch Fragen an uns vom Verein? Der Vorstand ist mehrheitlich da. Nein? Wenn nicht, dann danke ich Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Danke auch, dass Sie alle so gekommen sind und mit uns hier den Abend verbracht haben. Es tut uns natürlich sehr leid, dass wir Sie nicht persönlich an einer Generalversammlung begrüßen können. Und deshalb haben wir uns entschieden, das so zu machen. Die Abstimmung, über die es ja immer auch noch geht, den formellen Teil der Generalversammlung, den haben wir ja brieflich Ihnen zukommen lassen, beziehungsweise per E-Mail auch. Und Sie können die Stimmzettel noch bis am 30. April, also noch bis Ende dieser Woche, zurückschicken, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, für den formellen Teil der Generalversammlung. Das war der weniger formelle Teil, der immer spannende Teil, weil wir ja immer auch Redner einladen an die Generalversammlung, hat Claudia Haas die Idee gehabt, dass wir das so machen. Und ganz herzlichen Dank, Claudia, dass du das so toll organisiert hast. Sie macht das immer mit sehr viel Herzblut. Ganz herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Amy und Sebastian, dass ihr da wart und nochmal an Rakan Sahawi. Und ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend noch. Bleiben Sie gesund und ich hoffe, wir sehen Sie wieder einmal in einer oder anderen Form hier bei unserem beim Freunde der Galápagos Verein. Herzlichen Dank, machen Sie es gut, auf Wiedersehen. Okay, schönen Abend, tschüss. Genau. Ciao.